Dienstag 9:30 Uhr. Unterwegs mit Heizungsbauer Norbert Ruetz, der heute bei einem Kunden vorbeischaut. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dierisweiler. Geht's gut? Kurzes Beschnuppern, dann geht es runter in den Keller. Im vergangenen Herbst haben seine Monteure hier eine neue Anlage installiert. Also das ist die eigentliche Wärmepumpe. Das ist ein Pufferspeicher rein für die Heizung. 500 Liter. Und da haben wir einen Tausender oder 800 Liter, ich weiß gar nicht, 800 Liter Warmwasserspeicher. Öl- und Gasheizungen baut Norbert Ruetz kaum noch ein. Gelegentlich mal eine Holzpelletheizung. Seine Kunden entscheiden sich immer häufiger für die Wärmepumpe, obwohl die mit allem Drum und Dran bis zu 40.000 € kosten kann. Das war es Hauseigentümer Marc Dierisweiler wert. Er hat sich zusätzlich eine Solaranlage mit Speicher installieren lassen, die dann den Strom für die Wärmepumpe liefert. Wir merken es selbst im Winter, wenn die Sonne scheint, tagsüber beziehen wir keine Fremdenergie. Und durch den Strom, den wir selber produzieren, können wir die Wärme komplett selbst erzeugen. Lediglich in der Nacht beziehen wir fremd, weil das letztendlich der Akku nicht schafft. Und im Sommer ist man komplett autonom. Das ist ein entscheidendes Argument gewesen. Ja. Keine fossilen Energien mehr zu verbrennen hier. Bei den Wärmepumpen macht sich die Energiewende im Heizungskeller längst bundesweit bemerkbar. Im vergangenen Jahr waren 44% aller neu eingebauten Heizungen Wärmepumpen. 27% Gasheizungen, 22% favorisierten Fernwärme. Die restlichen Heizungsarten 7%. Der Heizungsbestand sieht natürlich ganz anders aus. Es dominieren Gas und Öl. Die Wärmepumpe kommt auf einen Anteil von aktuell 2,8%. Die Umrüstung soll nach dem Willen der Bundesregierung schneller gehen. Im Januar hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck seine Klimaziele erläutert. In der Pressekonferenz ging es auch um die Wärmepumpen. Wir wollen ein Rollout der Wärmepumpen, also stromgetrieben, die dann aber dafür sorgen, dass die Wärmeversorgung erneuerbar ist, auf 4 bis 6 Millionen. Das ist eine Vervier- bis Versechsfachung der bisherigen Zahlen und Planungen. Bis zum Jahre 2030 also insgesamt 4 bis 6 Millionen Wärmepumpen. Bis dahin soll die Stromerzeugung zu 80% aus erneuerbaren Energien kommen. Der Krieg in der Ukraine hat den Druck auf die Ampelkoalition erhöht, ihre Klimapolitik schneller voranzutreiben. Die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl solle so schnell wie möglich enden. Die Souveränität der Energieversorgung ist ebenfalls eine Frage von nationaler Sicherheit geworden. Auch darein werden wir investieren müssen. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien. Eine höchst unsichere Weltlage, eine Energiewende drängender als zuvor. Der massive Ausbau von Solartechnik und Windkraftanlagen bis Mitte des Jahrhunderts bedeutet für das Handwerk weiterhin volle Auftragsbücher. Hessens Handwerkspräsident Stefan Füll freut das natürlich. In den Betrieben und Berufsschulen werden die sogenannten Klimaberufe immer wichtiger. Wir wissen, das ist ein Zukunftsmarkt für das ganze Handwerk im Moment, für viele Branchen, die davon sicher dann auch profitieren, wenn sie denn die ausgebildeten jungen Leute hat. Und deswegen wird zuerst natürlich die Fachkraft entsprechend ausgebildet. Genau hier liegt aber das große Problem. Zuletzt konnten gar nicht alle Azubi-Stellen besetzt werden. Der Personal- und Fachkräftemangel bremst teilweise schon jetzt die Energiewende aus. Ich sag mal, den Kleinauftrag kann wohl jeder mit seiner Truppe im Moment wohl abarbeiten, aber in dem Moment, wo die Anfrage sich schon um ein größeres Projekt dreht, jetzt haben wir ja in Wiesbaden auch große Neubaugebiete, die entstehen, und wenn es darum geht, dann wird die Nachfrage zu groß für das, was man jetzt auf dem Markt hat. Andere in seiner Branche werden da deutlicher. Zu Millionen zusätzlicher Wärmepumpen bis 2030 sagt Michael Hilpert, der Präsident des Heizungs- und Sanitärverbandes, in diesem knappen Zeitfenster fehlen unseren Betrieben allein dafür pro Jahr 60.000 Monteure. Zum Personalmangel ergänzt Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer: Wenn wir dem nicht wirksam entgegenwirken, drohen die Fachkräfteengpässe zu echten Bremsklötzen beim Klimaschutz zu werden.
Wird es also nichts mit der schnellen Energiewende, weil schlichtweg das Personal fehlt, um all die Windräder, Biogas, Solaranlagen und Ladesäulen zu errichten? Dietmar Edler ist Umweltökonom und hat 2021 zusammen mit einem Kollegen eine Studie zum Arbeitskräftebedarf veröffentlicht. Im Bereich der energetischen Gebäudesanierung zum Beispiel, denke ich, sind doch noch erhebliche Anstrengungen notwendig, um das benötigte Personal oder weiter zu qualifizieren und teilweise auch neu in diese Berufsfelder einzubringen. Die Berechnungen im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion hatten ergeben, dass bis 2030 mindestens 439.000 Arbeitskräfte vonnöten sind. Bis 2035 sogar gut 767.000, bevor der Bedarf dann wieder sinkt. 40% der untersuchten Klimaberufe erleben schon heute Personalnöte. Wie lassen sich die entschärfen? Auf dem Weg zur Klimaneutralität wird es ja auch Bereiche in der Wirtschaft geben, wo die Bedarfe an Arbeitskräften zurückgehen. Und da könnten durchaus erhebliche Potenziale stecken für neue, umgeschulte, weitergebildete, umqualifizierte Arbeitskräfte. Steigenden Fachkräftebedarf gibt es auch bei der Elektromobilität. Bis 2030 sollen laut Bundesregierung 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen fahren. In ihrer Ausbildung lernen Kfz-Mechatroniker zwar, wie man den Strom bei einem E-Auto misst und das Fahrzeug dann gefahrlos freischaltet, also den Strom abklemmt. Für alles, was darüber hinausgeht, muss man sich aber spezialisieren, erklärt der Landesvorsitzende des Kfz-Gewerbes Joachim Kuhn. Dafür würden Hochvolttechniker gebraucht. Das wird in allen Servicebetrieben irgendwann Realität werden, dass Batterien auch ausgetauscht werden müssen, ausgebaut werden müssen, dass Hochvoltkomponenten instand gesetzt werden müssen, dass ich auch Messungen durchführen muss unter Spannung und dafür brauche ich dann eben noch eine vertiefende Ausbildung. Von zuletzt 1000 Absolventen in Hessen hätten 30 solch eine vertiefende Ausbildung zur Elektromobilität durchlaufen. Die Quote liegt damit bei rund 3%. Ich glaube, da brauchen wir deutlich mehr Fachkräfte in dem Bereich, die vielleicht heute noch nicht so eine Relevanz haben. Aber in 5 bis 10 Jahren könnte da natürlich der Fachkräftebedarf noch mal deutlich größer werden. Immerhin, der Kfz-Mechatroniker gilt als einer der beliebtesten Lehrberufe in Deutschland. Sonst haben es die Klimaberufe des Handwerks schwer. Die großen politischen Ziele könnten am Ende wegen fehlender Facharbeiter ziemlich klein ausfallen.